Dein Wischroboter ackert sich stundenlang durch dein Zuhause. Du hörst ihn brummen, siehst ihn fleißig seine Runden drehen und freust dich schon auf den Moment, wenn der Boden endlich glänzt. Dann schaust du genauer hin. Streifen, Wasserflecken, Pfotenabdrücke, noch immer da. Schuhabdrücke, konserviert für die Ewigkeit. Herzlichen Glückwunsch, dein Roboter hat deinen Boden neu dekoriert. Oder mit anderen Worten, dein Wischroboter hat versagt. Ein guter Wischroboter mit einer sich selbst reinigenden Wischwalze kann hier die erhoffte Lösung für dich sein. Diese Modelle funktionieren nach einem komplett anderen Prinzip als klassische Wischpads und der Unterschied? Brutal. Wir haben über die letzten Jahre alle Saugwischroboter mit Walze im echten Alltag getestet und zeigen dir heute die 4 besten, darunter ein echter Geheimtipp für unter 600 €. Und am Ende des Videos bekommst du noch ein paar richtig gute Tipps und Tricks von uns, mit denen du das Wischergebnis spürbar verbessern kannst und den Wartungsaufwand deutlich reduzieren kannst. Lass uns direkt loslegen. Lass uns direkt mit der wichtigsten Frage anfangen. Was macht die Walze überhaupt so besonders? Bei Smart Home Fox testen wir seit über 5 Jahren Saug- und Wischroboter und wir haben buchstäblich die gesamte Evolution der Wischsysteme live miterlebt. Vom einfachen nassen Wischtuch, das so hinterhergeschleift wird, über vibrierende Wischplatten und rotierende Pads, die runden, bis hin zu den heutigen Premium-Modellen mit selbstreinigender Wischwalze. Wir haben alles im echten Alltag ausprobiert, mit Kaffeehaaren, angetrocknetem Schmutz und allem, was auf Böden ebenso landet, und das über einen langen Zeitraum. Was kommt wohl als nächstes? Vielleicht ein Saugroboter mit Dampffunktion? Das wäre doch mal was, oder? Wenn du diese Entwicklung nicht verpassen möchtest, dann lohnt es sich für dich auf jeden Fall. Kanal abonnieren, Glocke immer schön läuten lassen. Aber ich schweife ab. Jetzt schnell zurück zur Kernfrage. Rotierende Pads sind für viele Haushalte tatsächlich schon richtig gut. Sie fahren oft zur Seite aus, kommen besser an Leisten und Möbelbeine und sind extrem pflegeleicht. Aber nach ein paar Minuten ist das Tuch bei stark verschmutzten Haushalten schmutzig. Also dreckig, also schmutzig. Ab dann verteilst du den Schmutz nur noch in der Bude. Also stell dir vor, du wischst deinen Boden mit demselben Lappen, den du schon durch die halbe Küche gezogen hast oder durchs Bad. Genau das passiert dann gerade. Die selbstreinigende Wischwalze hier, ja, die macht das anders. Sie wird während der Fahrt kontinuierlich mit frischem Wasser versorgt, nimmt Schmutz aktiv auf und führt das Schmutzwasser sofort wieder ab. Die wird auch ausgerungen, abgeschabt, also die bleibt die ganze Reinigung über frisch. Das ist technisch aufwendiger, aber im Alltag ist dann das Wischergebnis einfach deutlich besser, wie wenn du dein Wischtuch immer schnell auswringst, ne? Wenn du grobe Verschmutzung aufgenommen hast. Wenn bei dir Kinder, Haustiere oder regelmäßig dreckige Böden zum Alltag gehören, die Wischwalze ist aktuell das stärkste System, das wir kennen. Und wir kennen sie alle. Klar, Walzenroboter sind größer, teurer und etwas pflegeintensiver. Nicht jeder braucht das. Aber wenn dir saubere Böden wirklich wichtig sind, ist die Walze die spannendste Lösung auf dem Markt. Übrigens, wenn du einen ausführlichen Vergleich der Wischsysteme willst, vibrierendes Tuch versus rotierende Pads versus Walze, dann schau dir mal hier das Video an, ich häng's dir oben rein. Da siehst du alle Vor- und Nachteile auf einen Blick. Alle Testergebnisse gibt's außerdem, wie immer, auf unserer Website www.smart-home-fox.de. Link ist in der Beschreibung. Jetzt schauen wir uns aber mal die besten Modelle mit Wischwalze gemeinsam an. Fangen wir mit unserer brutalen Budget-Variante an. Los geht's mit einem Überraschungsgast, denn die Welt der Wischwalzenroboter fängt in der Regel bei 4-stelligen Preisen an. Ecovacs hat das offensichtlich beim Depot T80 Pro Omni nicht mitbekommen und einfach anders gemacht. Für roundabout 500 bis 600 € bekommst du die Osmo Roller Wischwalzentechnologie, die normalerweise in viel teureren Geräten drin steckt, jetzt schon zum Einsteigerpreis. Dazu eine voll ausgestattete Omni-Station mit automatischer Entleerung, Wasserversorgung, Walzenwäsche und Trocknung. Also echtes Premium-Wischen im Mittelklasse-Modell bzw. Preis. Und was steckt dahinter? Die Walze dreht sich mit 200 Umdrehungen pro Minute über den Boden und wird dabei in Echtzeit gereinigt. 200 Mal pro Minute wird der Schmutz von der Walze abgeschabt und direkt in einen separaten Schmutzwassertank, der hier hinten sitzt, abgefüllt.
Und das Testergebnis beim Wischen, Kaffee, Mayo, schon nach dem ersten Durchgang komplett weg. Nach 2 Durchläufen beim Ketchup blieb nur da, wo der Ketchup richtig dick und eingetrocknet war, noch ein kleiner Rest übrig. Also tipptopp Ergebnis. Wenn man in die Ecken und Ränder guckt, auch hier blieb etwas Schmutz übrig, wie halt erwartet, denn die Walze, die übt am Rand nicht genug Druck aus und kommt nicht komplett in jede Ecke, obwohl sie ausfahrbar ist. Alles Gold, was glänzt. Und gibt es auch was beim Wischen stört? Ich finde schon. Also erstens, der Teppichschutz ist überschaubar, nenne ich es mal. Die Walze hebt sich nur wenige Millimeter an, also 10 Millimeter, um genau zu sein. Der Tipp an dieser Stelle ist einfach Teppich first in der App aktivieren, dann wird erst gesaugt und später gewischt. Dann bleibt natürlich der Teppich auch trocken. Und zweitens, was nervt mich noch? Keine Reinigungsmittelkassette in der Station. Das heißt, wir müssen hier direkt in den Frischwassertank dosieren und das darf man dann halt nicht vergessen. Und man braucht einfach mehr Reinigungsmittel an dieser Stelle. Ja. Und drittens, und das ist wirklich aus meiner oder für Menschen wie mich ein echter Painpoint, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Wartung ist einfach bei diesen ersten Ecovacs mit Wischwalzen, wie der T8J meiner ist, einfach deutlich aufwendiger. Wir haben hinten den Schmutzwassertank, der immer ausgespült werden muss. Wirklich nimm das wenn du den T80 hast, ja, dann nimm wirklich jede Woche das Teil raus und spül's richtig aus. Es fängt fürchterlich an zu stinken. Und dann haben wir hier diesen Abschaber, der immer waschen werden muss. Auch hier, die Wischleistung, wirklich, die wird gemindert, wenn du das nicht regelmäßig machst, weil sich da so viel Dreck festsetzt. Die Walze ist relativ kompliziert auszubauen. Alles in allem dauert es einfach deutlich länger. Und viertens, wir haben die Randreinigung, die nicht perfekt ist. Die ist mit Pads deutlich besser und mit neueren Walzen. Da kommen wir später noch dazu. Aber bei ihm, beim T80 ist es so gewesen, dass er zwar was schon cool ist, die Walze ausfährt, aber er hält die Linie nicht so richtig, sondern er fährt so Schlenker und dann hast du quasi so ein paar ungewischte Stellen am Rand. Aber er kann natürlich nicht nur wischen. Was zeichnet den Roboter noch aus? Und wir haben hier die wichtigsten Vor- und Nachteile natürlich auf unserer Webseite und wir sprechen mal die kurz durch, die aus meiner Sicht absolut relevant sind. Was fehlt dem Roboter? Wir haben keine ausfahrbare Seitenbürste. Also Eckenreinigung ist eine Schwachstelle letzten Endes. Er fegt die nicht komplett aus. Objekterkennung bei kleinen Objekten wie Kugelschreiber, Bausteine oder Teebeutel wird schwierig. In diesen Fällen hat er sie gar nicht oder zu spät erkannt. Bei Kot, also Tier, Hundehaufen, ne, da ist er auch noch nicht hundertprozentig zuverlässig. Und dann kommt natürlich auch in der Station der klassische Einwegbeutel zum Einsatz, den du dann, wenn er voll ist, wegschmeißen musst. Aber kein Problem. Schau mal, in der Beschreibung findest du einen Link. Da kannst du dir auch Mehrwegbeutel für den Ecovacs kaufen. Die haben einen Reißverschluss, kannst du ausleeren, kannst du wiederverwenden, kannst du Geld sparen, kannst was Gutes für die Umwelt tun. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Check es einfach mal aus. Und der letzte Punkt bei Nachteilen, was das Design angeht, also ein Schönheitswettbewerb wird er tatsächlich nicht gewinnen können. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Der Look ist aus meiner Sicht kein Premium-Look, kein Wow-Moment beim Auspacken. Aber weißt du, ganz ehrlich, der Boden interessiert sich nicht für das Design. Auf die Pro-Seite hier kommt auf jeden Fall die Saugleistung, denn Ecovacs setzt hier schon auf die Blastechnologie, die optimiert einfach die ganzen Komponenten, die zusammenwirken müssen, damit du ein gutes Saugergebnis hast. Und dazu kommt die Zero Tangle 3.0 Technologie und alles in allem sorgt dafür, dass er wirklich im Saugtest gut abgeschnitten hat und auch bei Haaren für ein Modell dieser Preisklasse wirklich hervorragend ist. Und auch die Station ist einfach auch funktioniert und es nimmt dir viele Wartungsaufgaben ab. Also Fazit, gerade da, wo es im Alltag wirklich wichtig ist, also die Wischleistung, Saugen, Service, Komfort, liefert er stark ab. Und das für unter 600 €. Das ist mal eine starke Ansage von Ecovacs. Der T80 Pro Omni ist dein Roboter, wenn du einen soliden Allrounder willst und sagst, Wischwalzenqualität ja, aber bitte ohne Premiumpreis. Wenn du noch mehr Details willst, unser ausführliches Testvideo findest du hier oben. Da kannst du das in Ruhe anschauen. Da haben wir wirklich sehr viele Details und natürlich auch auf unserer Website. Links in der Beschreibung. Alle Details im Artikel. Ich habe euch noch was Besonderes mitgebracht. Das, was ihr hier seht, ist der Dreamy Aqua 10 Ultra Track, der sanfte Riese. Also Platz 3 geht auf jeden Fall an dieses Modell mit nochmal einem deutlich anderen Ansatz. Der Dreamy Aqua 10 Ultra Track. Der Name Track ist dabei Programm. Hier arbeitet kein klassischer Walzenzylinder, sondern ein Track
Mop-System, eine Mischung aus Walze und Mop. Und der entscheidende Unterschied, der geht deutlich sanfter mit dem Boden um, weniger Anpressdruck, weicherer Kontakt. Was der Streamy sonst noch zu bieten hat, ist wirklich beeindruckend. Die Station reinigt den Mop mit 100 Grad heißem Wasser, wenn du dir da mal nicht die Finger verbrennst. Außerdem hast du hier mehrere Reinigungsfächer für verschiedene Anwendungsfälle. Auch hier ist wieder ein Einwegbeutel am Start. Auch hier der Hinweis, wenn du keinen Bock auf Einwegbeutel hast, schau mal in der Beschreibung, da findest du einen Link zu einem Shop. Da gibt es Mehrwegbeutel mit Reißverschluss, die kannst du mehrmals verwenden. Einfach mal anschauen. Rabattcodes auch dabei. Aber jetzt schauen wir uns mal das besondere Wischsystem an, das TrackSync Mop System. Also Wischpad ist fest fixiert und fährt wie auf Ketten unter dem Roboter mit. Der Mop wird während der Fahrt kontinuierlich gereinigt. Das Dreckwasser wird ebenfalls ausgewrungen, abgeschabt und landet hier hinten im Schmutzwassertank. Und wozu führt es im Wischtest? Der Roboter ist insgesamt 3-mal darüber geschubbert und währenddessen ist er einmal zurück zur Station gefahren, um sich zwischen zu reinigen. Also rein optisch war das auch alles dann nach 3-mal super sauber, aber unser Tuchtest zeigt dir hier tatsächlich, das war gar nicht so. Also es ist schon noch ein bisschen so Schmiere dran gewesen, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Und das würde ich tatsächlich dann auf 2 Punkte zurückführen. Also ich habe beobachtet, dass die Real-Time Self-Cleaning der Wischwalze nicht 100% gut funktioniert. Und wenn die Wischwalze nicht in Echtzeit den Schmutz von der Walze so richtig abschrubbt, ausbringt, dann passiert das Unvermeidliche. Der Schmutz wird auf dem Boden verteilt. Außerdem ist der Anpressdruck nicht so stark wie bei den Robotern mit runder Wischwalze. Bei dem Trackpad, da verteilt sich der Druck einfach auf deutlich mehr Fläche, weil der nicht ganz rund ist, sondern ähnlich wie bei diesem Rüttelplattensystem von ganz früher, hat man hier halt mehr breitere Flächen. So. Super cool ist, dass Streamy es auch geschafft hat, dass das Trackpad nach außen hin ausfährt, damit die Ränder möglichst gut gereinigt werden. Es ist ihnen noch nicht zu 100% gelungen, also so ungefähr 1,5 cm bleiben hier ungewischt. Und in den Ecken kommt er natürlich gar nicht, das liegt in der Natur der Sache. Ja. Also alles in allem war das Wischergebnis im Extremtest schon sehr, sehr gut, aber es kommt nicht ganz an die runden Wischwalzen dran. Die Wartung des Wischsystems ist beim Track dann auch wieder etwas aufwendiger. Vor allem das Trackpad lässt sich nicht ganz so leicht entnehmen. Man hat hier diesen Knopf, den man drücken muss und dann ziehen muss und dann kriegt man es ab tatsächlich. Das ist ein bisschen gefummelt. Aber positiv, unser Gerät ist schon sehr lange im Einsatz und trotzdem sieht das Wischsystem noch ziemlich sauber aus. Die Selbstreinigung funktioniert also wirklich gut. Aber auch hier wieder der Hinweis, wenn ihr den Track nutzen wollt und euch kauft, Link ist übrigens in der Beschreibung, dann schaut einfach mal einmal die Woche in diesen Schmutzwassertank, spült den ordentlich durch und macht ihn sauber, damit er nicht anfängt, euch wegzuschimmeln. Und wenn wir schon beim Durchwischen und Warten sind, die Station solltest du dir auch mal so alle 2 bis 3 Wochen anschauen und unten so ein bisschen auswischen, sauber machen, damit hier die Reinigungsleistung erhalten bleibt und die Station nicht verschlammt. Verschlammt. Ja, verschlammt ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, verschlammt. Was erwartet dich denn jetzt beim Aqua 10 Track noch so? Auch hier alle Vor- und Nachteile kannst du auf unserer Webseite nachlesen. Den Link packe ich dir auch in die Beschreibung. Auf der Negativseite, da findest du tatsächlich, dass er mit seinen 25.000 Pascal zwar zu den stärksten Saugrobotern am Markt gehört. In unserem Test war die Saugleistung aber eher solide als überragend. Das hat im Test hat sich das dann gezeigt, dass er einfach nicht in der Champions League saugt. Und im Extremtest hat er ein paar Linsen liegen lassen, ein bisschen Sand, ein bisschen Hafer und das auf Hartboden und auf Teppichen. Die Seitenbürste ist zwar cool, denn die fährt außen, kommt bis in die Ecken, aber die ist auch so konzipiert, dass ein bisschen Schmutz in der Gegend rumgeschleudert wird. Alles auf hohem Niveau, aber geht eben noch deutlich besser. Aber was zum Beispiel gut funktioniert hat, dieses Streamy Doppelbürstensystem sorgt wirklich dafür, dass hier sich keine Haare verheddern, sondern dass die im Haartest auch im Schmutzbehälter gelandet sind. Und was uns auch noch aufgefallen ist, der Akkuverbrauch war recht hoch. Also eine 100 Quadratmeter Wohnung schafft er darüber hinaus. Muss er halt immer zwischenladen. So, was hat uns neben dem Wischen noch besonders gut gefallen? Ich habe schon gesagt, die Eckenreinigung ist super, der Umgang mit Haaren ist super. Und was uns richtig gut gefällt, ist, dass der hier für einen Wischwalzen-Roboter im weitesten Sinne nur 9,6 cm Bauhöhe hat. Und damit ist er flacher als die meisten Walzenkonkurrenten und kommt unter viele Möbelstücke. Und da ist ja bekanntlichermaßen besonders viel Schmutz. Und mit einer Kletterleistung von bis zu 4,8 cm überwindet er quasi alle Türschwellen, die es gibt. Fast.
Und wer Wert legt auf das Design, also ich meine, das Teil nimmt in der Wohnung schon viel Platz ein, ist ja klar, ne? Die Station, das gilt für jeden Wischroboter. Und das Design der Station ist echt schick. Ich finde es super, diese Marmoroptik, ein schlankes Gehäuse, das steht im Wohnzimmer. Das kann man durchaus akzeptieren. Für wen ist der Aqua 10 Track die richtige Wahl? Der Trimi Aqua 10 Ultra Track ist dein Roboter. Wenn du in einer mittelgroßen Wohnung lebst und sensible Böden hast, und dennoch auf eine starke Wischfunktion nicht verzichten willst und einen hygienisch sauberen Boden lebst. Du brauchst allerdings hier, und das gehört auch zur Wahrheit, ein prall gefülltes Portemonnaie, denn mit über 1000 Euro ist der Wischroboter tatsächlich kein Schnäppchen. Check mal die Preise in der Beschreibung oder unten in den Kommentaren. Hier tun wir immer die aktuellsten Angebote rein. Und wenn du noch mehr wissen willst zum Aqua 10 Track, dann schau mal, hier ist das ausführliche Testvideo und den Link zu unserem ausführlichen Artikel, den findest du unten in der Beschreibung. Kommen wir jetzt zu Platz 2. Und das, Leute, ist wirklich eine enge Geschichte. Jetzt kommt der absolut zuverlässige, der Roborock Curevo Curve 2 Flow. Das ist der erste Roborock Saugroboter mit einer sicherheitsreinigenden Wischwalze. Du wirst es erraten haben. Und wenn ein Unternehmen wartet, bevor es ein neues Feature einführt, dann meist aus einem guten Grund. Es soll von Anfang an richtig sitzen und das tut es hier. Bewährte Roborock-Qualität trifft auf moderne Wischwalzentechnologie. Das Ergebnis ist kein Experiment, das ist ein ausgereiftes System, das liefert und zuverlässig ist. Was bekommst du hier nicht? Du bekommst hier nicht einen besonders hübschen Roboter und du bekommst hier nicht einen besonders flachen Roboter. Auch keinen, der hohe Türschwellen meistern kann. Auch fehlt hier die Reinigungsmittelkassette in der Station. Ausfahrbare Seitenbürste, ebenfalls Fehlanzeige, was wirklich schade ist. Auch bei Teppichen hat er im Saugtest seine Schwächen tatsächlich. An dieser Stelle kurzer Hinweis, auch hier haben wir natürlich alle Vor- und Nachteile für dich aufbereitet, ganz wunderbar in unserem Artikel, und zwar bis in die kleinsten Details. Und du findest den Artikel natürlich auf unserer Webseite, der Link ist in der Beschreibung. Du siehst, unsere Beschreibung ist sehr aufwendig. Guck einfach mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Das klingt jetzt alles zu negativ, glaube ich, denn der ist ja Platz 2 und deswegen schauen wir jetzt mal, was hat der denn drauf, der Roborock Flow. Also das Wischen mit der ersten Wischwalzentechnologie von Roborock hat uns einfach sehr gut gefallen. Ein wahrer Champion. Werfen wir einen Blick auf das neue Wischsystem. Das neue Spira Flow System ist eine echte Ansage. 8 Wasserdüsen halten die Walze permanent feucht. Schmutzwasser wird separat im Tank hinten im Roboter gesammelt. Das kennt ihr jetzt schon. Und den musst du auch regelmäßig ausleeren und durchspülen, damit es nicht anfängt zu stinken. Die Walze ist tatsächlich extrem breit mit 280 mm, breiter als die meisten Walzen. Die dreht sich mit 220 Umdrehungen pro Minute, also ziemlich schnell, und drückt mit 15 Newton nach unten, also mehr als doppelt so viel wie frühere Roborocks mit Pads. Und im Extremtest sah das Ergebnis dann so aus, die Power macht sich auch hier bemerkbar. Nach dem ersten Durchlauf war eigentlich der eingetrocknete Kaffee komplett weg. Vom Ketchup war noch einiges da und auch bei Hummus und Mayonnaise war noch ein bisschen da. Nach dem zweiten Durchlauf war eigentlich der Hummus weg und vom Ketchup, der wirklich sehr hartnäckig und eingetrocknet und dick aufgetragen war, so wie wir es lieben, blieb noch ein bisschen was übrig. Du siehst, das Wischergebnis im Extremtest war super, aber es war nicht so gut wie bei anderen Wischwalzenrobotern tatsächlich. Und trotzdem hat er es auf Platz 2 geschafft, weil das Gesamtbild einfach gut war. Besonders im Alltag hat uns das Wischen sehr gut gefallen. Er war super zuverlässig. Das Wischen am Rand, der hält da wunderbar die Spur. Er kommt natürlich auch bauartbedingt nicht bis ganz an den Rand, aber schon sehr nah. Die Wartung läuft hier ziemlich entspannt ab. Das hat auch besser funktioniert als bei vielen anderen Robotern mit Wischwalze. Alles lässt sich super leicht ausbauen, ja. Da gibt es nicht viel Stellen, wo sich was verhaken kann, verhängen kann, und alles ist super leicht zugänglich und vor allem auch robust. Ich denke, die Haltbarkeit ist hier Roborock-mäßig gut. Und was mir auch sehr gut gefällt beim Roborock Curevo Curve 2 Flow, neben diesem, ja, alternativen Design, was irgendwie cool aussieht, ne? Wie so ein zu groß geratenes AirPod-Gehäuse ist, wenn du da reinguckst, du hast hier die Wartung, die ist super easy. Es gibt hier diese Wanne, die kannst du rausnehmen und dann ausspülen, und das haben die ja mittlerweile alle, aber tatsächlich ist dann hier hinten drin auch
immer sauber. Das ist cool. Das funktioniert einfach hervorragend. Und neben dem Wischen hat er uns in anderen Bereichen halt wirklich überzeugt. Saugleistung auf Hartboden, stark und effizient, also wirklich hervorragend. Egal ob Mensch, Hund, Maus, Katze oder Elefantenhaar, Verwicklungen gab's nicht. Super sauberes Ergebnis. Und auch die Navigation, Roborock kann das einfach mit dem LiDAR-Laser-System, hatten wir hier wirklich punktgenaue Navigation, effizient und sicher, kein Herumirren, kein langes Überlegen. Die App ist ausgereift bei Roborock, die kennt man ja. Wenn du hier mehr Infos brauchst, schau mal, wir haben ein ausführliches Video zur Roborock-App, pack ich dir mal hier oben hin. Also du siehst, wir sind begeistert. Tatsächlich finde ich auch, das ist ein wichtiger Punkt, du zahlst bei Roborock nicht nur für den Namen, du zahlst tatsächlich auch für diese Qualität und Stabilität, für die Roborock steht. Zuverlässigkeit und saubere Software, Hardware-Abstimmung, ein Gerät, das nicht beim Kunden erst reift, sondern zuvor im Labor. Und der Preis? Hier hat uns Roborock wirklich überrascht mit ca. 700 bis 800 Euro. Ein absolut herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Roborock Q Revo Curve 2 Flow ist dein Roboter, wenn du ein sofort funktionierendes, ausgereiftes System willst für große Wohnflächen, stark verschmutzte Haushalte und Menschen, die Zuverlässigkeit über alles stellen. Ohne Experimente, ohne Kompromisse bei der Kernleistung. Übrigens hier oben in der Ecke findest du den Link zu dem ausführlichen Testvideo des Roborock Flow. Check it out. Wiki. Kommen wir zum Champion. Der absolute Champion der Wischroboter mit Walzentechnologie in diesem Jahr kommt tatsächlich aus dem Hause Ecovacs. Wer hätte es gedacht? Der Ecovacs D-Bot X12 ist auf Platz 1 gelandet. Dem Modell, das in unserem Test einen einzigartigen Trick aus dem Ärmel gezogen hat. Kein anderer Saugroboter auf dem Markt macht das in dieser Form. Der Ecovacs D-Bot X12 hier vor mir hat die sogenannte Focus-Jet-Technologie, und zwar die ist für ganz hartnäckige Flecken. Bevor die Wischwalze überhaupt anfängt zu wischen, sprüht er den Fleck gezielt ein. Hier vorne hat er so 2 Düsen. Der Schmutz wird aufgeweicht, bevor die Walze drüber fährt. Zumindest in der Theorie. Lass uns die Sprühfunktion mal schnell checken, und tatsächlich ist dann aufgefallen, dass er hier schon nicht jeden Fleck erkannt hat. Das ist einfach super schwer für Saugwischroboter. Die meisten erkennen gar nichts, und der hat hier schon einiges erkannt. Und wenn er es dann erkannt hat, hat er es eingesprüht und direkt hat er es weggewischt. Und meine Vorstellung von dem perfekten Sprühfunktion für Wischroboter ist eigentlich, dass er quasi den Fleck erkennt, den einsprüht und dann 10 Minuten später wiederkommt, wenn er dann so ein bisschen eingeweicht ist, und dann erst mit der Walze drüber wischt. Dann hätten wir halt hier wirklich das Maximum rausgeholt. Ich will jetzt an dieser Stelle aber nicht zu kritisch sein, weil diese Funktion hat ja sowieso sonst keine. Also die machen hier schon einiges richtig. Und ich denke, mit ein bisschen Feintuning des Sprühalgorithmus kann man hier einfach noch mehr aus dem Gerät rausholen. Und die Grundidee funktioniert bereits jetzt. Kein anderer Wischroboter hat, wie gesagt. Also Respekt an Ecovacs. Kombiniert mit der Osmo Roller 3.0 Technologie auf jeden Fall. Das ist dann diese Wischwalze, die jetzt noch breiter ist als vorher. Ja, die sich kontinuierlich selbst reinigt, selbstverständlich. Also das Kombipaket, das hat einfach für ein echt krasses Ergebnis im Wischtest gesorgt. Also lehn dich jetzt einfach mal zurück, schau es dir an und genieß unseren Extremtest. Kaffee, Joghurt, Ketchup, Senf, alles auf dem Boden verteilt, alles eintrocknen lassen, und zwar Hardcore, über Nacht. Das Ergebnis? Kaffee und Joghurt nach einem einzigen Durchgang komplett weg. Ketchup und Senf nach 2 Durchgängen noch etwa 20% übrig. Insgesamt wirklich ein sehr gutes Wischergebnis. Und wirklich positiv hervorzuheben ist aus meiner Sicht an dieser Stelle die Selbstreinigungsfunktion der Wischwalze. Wir haben sowohl die Wischwalze als auch den Boden mit unserem Wischtuch überprüft, und beide waren nach dem Hardcore-Test sauber. Tipptopp sauber. Und dann wollten wir es wirklich auch noch mal wissen und gucken, wie weit können wir das Spielchen treiben, denn Testsieger wird man ja nicht ohne Grund. Und deshalb haben wir die Restverschmutzung ausgewählt, einen Roboter mit der Sprühfunktion noch mal daran gelassen. Dann waren unsere Hardcore-Flecken beinahe komplett verschwunden. Gucken wir mal an die Kante. Auch hier hat Ecovacs noch mal getuned und hat die True Edge 3.0 Extreme mit 3D-Kantensensor entwickelt. Also Kantenreinigung wurde verbessert, auf Deutsch gesagt.
Bei früheren Modellen haben Ecovex-Modelle öfters so Schlenker gemacht. Wir haben es eingangs beim T80 erwähnt und sind nicht gerade an der Wand entlang gefahren. Das hat sich jetzt komplett geändert. Die True Edge 3.0 Extreme Kantenreinigung sorgt für eine besonders präzise Reinigung entlang von Wänden, Möbeln und auch Leisten. Und on top hat Ecovex jetzt hier so eine Art Puschel-Dingsbums dran gemacht, der dann gewährleistet, dass die Möbel nicht verkratzt werden oder da irgendwie beschädigt werden. Die Wartung des Wischsystems ist ein Traum, denn Ecovex hat hier versucht, die Schritte zu reduzieren und das ist auch gelungen. Also wir haben keinen mobilen Schmutzwassertank mehr, der entleert werden muss. Der ist hier irgendwo drin und man muss da eben keine Wartung übernehmen, der wird schön abgesaugt. Die Walze lässt sich jetzt leichter entnehmen. Man hat hier so einen Knopf und dann kann man das so machen. Das ist nicht mehr elektronisch wie beim X11 noch. Das finde ich auch super. Der Abschaber ist deutlich einfacher zu reinigen als vorher, besteht nicht mehr aus verschiedenen Teilen und hier muss man einfach sagen, hat Ecovex die Hausaufgaben gemacht. Die beutellose Station ist aber auch ein echter Kostenvorteil. Du sparst hier 100 € im Jahr, wir haben es mal so durchgerechnet, denn du brauchst keine Beutel mehr, sondern hast hier diese Cyclone-Ausleerkiste und das relativiert dann ein Stück weit auch den Anschaffungspreis, den hohen. Und wenn du jetzt aber Allergiker bist oder keinen Bock hast hier auf sowas, ja, sondern lieber Beutel willst, das Teil gibt es auch mit Beutelstation. Auch beim Teppichschutz, beim Saugen hat Ecovex, ja, von der Konkurrenz vielleicht sich was abgeguckt. Es gibt jetzt diese Seal-Technologie, also hier fährt ein Schutzschild aus, wenn er auf dem Teppich fährt, damit der Teppich auch wirklich trocken bleibt. Und was uns auch gut gefallen hat, hier in der Station hast du die Möglichkeit, gleich 2 verschiedene Reinigungsmittel einzufüllen. Wenn du dich jetzt fragst, für was das gut ist, bleib dran, da sprechen wir gleich nochmal drüber bei den Tipps, die wir dir geben. Auf jeden Fall, wenn du chaotische Wohnungen hast, so ich, viel Kinderspielzeug rumliegt zum Beispiel, gute Nachrichten, der X12 hat eine super Hinderniserkennung, es hat super funktioniert, er fährt nicht einfach in alles rein, das war toll zu sehen und der Akku ist top und der wird sogar in kurzen Zwischenreinigungsphasen in der Station zwischengeladen mit der Powerboost-Technologie. So hast du wirklich auch ein Gerät, was für super große Wohnungen geeignet ist. Gibt es auch Nachteile? Na klar, wir hören nicht auf zu suchen, bevor wir Nachteile finden. Und tatsächlich war das hier nicht so schwer, denn Ecovex hat auch hier wieder auf die ausfahrbare Seitenbürste verzichtet, was bei dem Preis irgendwie ein Stück weit eine Enttäuschung ist und dafür sorgt, dass eben die Ecken nicht richtig ausgebürstet werden. Was mir auch nicht gut gefallen hat, ist auf höchster Saugstufe. Da lasse ich ihn zwar nicht so oft saugen, aber da war er mit 68 Dezibel schon und auch ein komisches Geräusch schon sehr laut. Hör es mal selbst. Die Bauhöhe von 10 Zentimetern das ist nicht unbedingt der flachste Roboter, der hier rumfährt und kommt somit nicht unter jedes Sofa. Und er hat nach wie vor in der App nur Speichermöglichkeiten für 3 Karten. Also wenn du 4 Etagen hast, ist es für dich nicht das richtige Gerät. Aber wenn du alle Details über den Ecovex finden willst, hier, wir haben ein super ausführliches Video, schau es dir einfach mal an. Und wir haben auch natürlich einen Artikel geschrieben mit allen Details. Unten in der Beschreibung findest du den Link. Ein Punkt müssen wir noch besprechen und das ist der Preis. Der ist mit über 1000 € für viele ein echtes Brett. Das gebohrt werden muss, beziehungsweise das muss auch gebohrt werden wollen. Der X12 OmniCyclone ist dein Roboter, wenn du maximale Wischleistung willst, hartnäckige Flecken ein echtes Thema in deinem Haushalt sind und du bereit bist, für das Beste zu zahlen. Dank der Powerboost-Akkus sind sehr große Wohnräume von über 150 Quadratmetern überhaupt gar kein Problem. Und jetzt kommt noch ein Spartipp für Sparfüchse unter den Smartfüchsen. Und zwar kannst du beim Kauf des X12 200 € sparen, wenn du die Station mit Beutel nimmst, also nicht diese Cyclone-Station. Aber wenn du auch die Kosten für die Einwegbeutel über die Zeit sparen willst, kannst du mal schauen. In der Beschreibung findest du einen Link mit Rabattcode zu Mehrwegbeuteln für Ecovex Saugrobotern. Jetzt kommt das, was ich versprochen habe zu Anfang, die Tipps und Tricks für das beste Wischergebnis. So holst du das Maximum aus deinem Wischroboter raus. Und da fallen mir erstmal die Sachen ein, die du machen musst, damit die Reinigungsleistung eben auf Top-Level bleibt. Und da gehören ein paar Wartungsschritte dazu. Zum einen diese Walze, kontrolliere die regelmäßig, dass die wirklich auch sauber ist. Und auch die Station, unten diese Wannen und sowas, ne? Die Walzen, die
bringen mehr Dreck in die Station, weil die eben besser wischen und da musst du eben gucken, dass es dann eben regelmäßig auch sauber ist. Und wenn die Walze mal so hart wird, dann nimmt die eben den Schmutz nicht mehr so gut auf und dann bist du gefragt. Entweder du kaufst dir eine neue, ja, Link ist in der Beschreibung, Rabattcode ist auch dabei, oder was ich dir erstmal empfehlen würde, ist, dass du die wäschst und dann nimmst du so einen Schuhsack, mit dem man Schuhe wäscht, damit die in der Waschmaschine nicht kaputt gehen, tust die Walze da rein, dann wäschst du das einmal mit und dann ist die wie neu, wenn du die rausholst. Tipp Nummer 2 ist, lass die Wohnung wirklich 3-mal die Woche wischen, damit du eben diese Grundsauberkeit immer hast. Denn wenn du wartest, bis sie richtig dreckig ist, dann hat es der Roboter natürlich auch viel schwerer. Tipp Nummer 3 ist, nutze den Zeitplan. Also ich mache das so, 5-mal die Woche fährt das Teil. 3-mal wischen und saugen und 2-mal nur saugen. Und dann sortiere ich noch die Reihenfolge, in der die Räume gereinigt werden sollen. Also jedes Mal. Und dann mache ich eben die dreckigsten Räume zum Schluss. Also Küche und Bad kommt bei mir zum Schluss. Und Kreuzkontamination beim Dreck irgendwie so gering wie möglich zu halten. Tipp Nummer 5 oder 6 oder 4. Heute gibt es richtig viele Tipps. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Auf jeden Fall beim Reiniger, ja, mach da keine Abstriche, spar nicht am falschen Ende. So. Da gibt's halt wirklich Reiniger, die gut wischen, die keine Schlieren hinterlassen, die nicht so schäumen und die auch ökologisch sind und wunderbar riechen. Und wenn du auf der Suche nach einem guten Reiniger bist, dann schau doch einfach mal in der Beschreibung. Da findest du einen mit Rabattcode. Und die riechen dann zum Beispiel auch viel natürlicher, zum Beispiel nach tropischen Früchten oder Zitrone oder so. Pink Grapefruit finde ich zum Beispiel richtig geil. Und das riecht viel besser wie diese chemischen Keulen, die da der Hersteller dazu packt. Und jetzt habe ich noch einen richtig geilen Tipp, wenn wir schon dabei sind. Auf jeden Fall probiotische Reiniger, das ist ein Trend, der gerade richtig steil geht. Das ist besonders zum Beispiel für Tierhaushalte, wo ja manchmal unangenehme Gerüche entstehen, ist es sehr gut, denn du aktivierst sozusagen die Bakterien in dem probiotischen Reiniger und die fressen dann tatsächlich die Bakterien auf, die den Geruch entstehen lassen von den Tieren und sowas. Also du hast hier wirklich eine nachhaltige Tiefenreinigung, deutlich besser mit gutem Duft und das ist halt wirklich ein Upgrade für die Haushaltsreinigung mit Fischrobotern. Ich könnte ewig so weitermachen, aber wir kommen langsam zum Ende. Jetzt kommt der letzte Tipp für heute und da geht's hier um diese Schmutzwassertanks. Und wenn du gegen den Schmutzwassertank-Horror etwas unternehmen möchtest, nämlich dass es so abartig nach Kloake stinkt, wenn man mal vergisst, ihn auszuleeren. Hier ist noch ein spannendes Produkt, der Tankerfrischer, der sogenannte. Du schüttest ihn in den Schmutzwassertank und die Mikroorganismen da drin, die probiotischen, die fressen die Bakterien auf und dadurch fängt der Schmutzwassertank bis zu 2 Wochen lang nicht an zu stinken. Also wenn du im Urlaub bist oder unterwegs bist oder es mal vergisst, kein Gestank, nice. Der Link dazu ist in der Beschreibung und ein Rabattcode ist auch dabei. Egal, ob du 500 € ausgeben willst oder das volle Premium-Paket suchst, die Wischwalze hat 2026 auf jeden Fall endgültig den Durchbruch in den Massenmarkt geschafft und bringt hier wirklich tolle Leistungen aufs Parkett. Wir haben heute für jeden etwas dabei gehabt. Den erschwinglichen Einstieg mit dem T80 Omni, den Dreamy Track, der sanfte Riese für sensible Böden, den zuverlässigen Allrounder von Roborock und ganz oben auf dem Thron sitzt der X12 Omni Cyclone und schaut auf alle herab mit seiner einzigartigen Sprühfunktion, die einfach kein anderer Roboter heutzutage bietet. Also kurz gesagt, schmutzige Böden haben 2026 keine Ausrede mehr und du auch nicht. Die Links zu allen Modellen, die findest du unten in der Beschreibung. Und wenn du jetzt noch Fragen hast oder immer noch nicht weißt, welchen Roboter du nehmen musst, schau doch mal in die Beschreibung. Da findest du einen Link zu unserem Saugroboter-Berater. Da beraten wir dich persönlich von Mensch zu Mensch, basierend auf ein paar Fragen zu deinen Bedürfnissen und wollen dir da einfach helfen. Und das Geilste ist, das ist kostenlos, aber nicht umsonst. Und wenn du jetzt trotz dieses super langen Videos von uns immer noch nicht genug hast von Smart Home Fox, dann abonniere unseren Kanal. Dann schau dir hier den Vergleich der verschiedenen Wischsysteme, den Generationenkampf der Wischroboter an. Und ich freue mich, wenn du auch bald wieder dabei bist. Bis dahin, Peace.